Ein heißer Sommertag. Deine Katze liegt flach ausgestreckt auf dem Boden und atmet auffällig schnell, vielleicht sogar mit leicht geöffnetem Mäulchen. Auf den ersten Blick wirkt sie einfach nur müde von der Wärme. Doch in diesem Moment kann bereits ein echter Notfall beginnen. Ein Hitzschlag entwickelt sich bei Katzen oft leise und dann erschreckend schnell. Und die nächsten Minuten entscheiden manchmal über Leben und Tod. In diesem Video lernst du 2 Dinge. Erstens, wie du einen Hitzschlag sicher erkennst, bevor es zu spät ist. Und zweitens, was du in den ersten Minuten Schritt für Schritt richtig tust. Ein Hitzschlag ist kein einfaches Unwohlsein. Er ist ein lebensbedrohlicher Notfall, bei dem der Körper deiner Katze überhitzt und sich nicht mehr selbst herunterkühlen kann. Und das passiert schneller, als die meisten denken. Denk immer daran, deine Katze empfindet Hitze anders als du. Was sich für dich angenehm warm anfühlt, kann für sie schon eine echte Belastung sein. Sie ist bei Hitze ganz auf deine Aufmerksamkeit angewiesen. Eine kurze Sache, bevor wir tiefer gehen. Danke, dass du dir das hier ansiehst, bevor der Ernstfall überhaupt eintritt. Genau diese Vorbereitung kann später den entscheidenden Unterschied machen. Und nicht nur die reine Hitze zählt. Auch hohe Luftfeuchtigkeit macht die Lage gefährlicher, weil deine Katze dann noch schlechter Wärme abgeben kann. Schwüle Sommertage sind deshalb besonders tückisch. Der Grund liegt in ihrem Körper. Katzen können kaum schwitzen, nur ein wenig über die Pfoten ballen. Wärme geben sie vor allem langsam über die Atmung ab. Und bei großer Hitze reicht das einfach nicht. Zur Orientierung. Die normale Körpertemperatur einer Katze liegt etwa zwischen 38 und 39 Grad. Steigt sie über 40 Grad, wird es kritisch. Jenseits von 41 Grad wird es akut lebensgefährlich. Was dabei im Körper passiert, ist ernst. Steigt die Temperatur zu weit, nehmen Zellen und Eiweiße Schaden. Besonders empfindlich reagieren Gehirn, Nieren, Leber und die Blutgerinnung. Und die Uhr läuft dabei schnell. Je länger die Überhitzung dauert, desto größer der Schaden. Deshalb ist nicht nur wichtig, was du tust, sondern vor allem, wie schnell du es tust. Wichtig ist außerdem, es geht nicht plötzlich von 0 auf 100. Es gibt eine Steigerung vom leichten Hitzestress über die Hitzeerschöpfung bis zum ausgewachsenen Hitzschlag. Je früher du eingreifst, desto besser die Chancen. Kurz zur Einordnung der Begriffe. Bei der Hitzeerschöpfung ist deine Katze überhitzt, aber noch ansprechbar. Beim Hitzschlag versagt die körpereigene Kühlung, der Kreislauf entgleist und es wird lebensbedrohlich. Kommen wir zu den Warnzeichen. Das Tückische ist, dass deine Katze nicht laut um Hilfe ruft. Sie zieht sich eher zurück und wird still. Genau deshalb musst du an heißen Tagen bewusst genauer hinsehen. Die Zeichen lassen sich grob in 3 Stufen einteilen, und es hilft enorm, sie in dieser Reihenfolge zu kennen. So erkennst du früh, wohin sich die Lage entwickelt. Die erste Stufe ist noch subtil. Deine Katze sucht auffällig kühle Orte, presst sich flach auf die Fliesen und wirkt unruhig oder gleichzeitig schlapp. Ihre Ohren und Pfotenballen fühlen sich wärmer an als sonst. Vielleicht frisst sie weniger, zieht sich zurück oder ist ungewöhnlich ruhig. Einzeln wirkt jedes dieser Zeichen harmlos. In der Summe und an einem heißen Tag sind sie ein wichtiger Hinweis. Ein weiteres frühes Zeichen ist übermäßiges Putzen. Manche Katzen lecken bei Hitze verstärkt ihr Fell, um sich über die Verdunstung etwas Kühlung zu verschaffen. Auch das Aufsuchen ungewöhnlicher Orte wie Waschbecken oder Badewanne gehört dazu. Diese frühen Zeichen werden am häufigsten übersehen. Für viele sieht das nach ganz normalem Sommerverhalten aus. Dabei ist es genau der Moment, in dem du schon aufmerksam werden solltest. Die zweite Stufe ist ein klares Alarmsignal. Deine Katze beginnt zu hecheln, also mit offenem Maul zu atmen. Das ist bei Katzen höchst ungewöhnlich und fast immer ein Zeichen für ernsthafte Überhitzung. Für uns ist Hecheln normal, wir kennen es vom Hund. Bei der Katze ist es das nicht. Es bedeutet, dass ihr Körper zu einer Notmaßnahme greift, weil die normale Wärmeabgabe nicht mehr ausreicht. Anders als Hunde hecheln Katzen im Normalfall also nicht.
tut sie es doch, kämpft ihr Körper bereits sichtbar gegen die Hitze. Wie dramatisch dieses eine Zeichen ist, schauen wir uns in einer eigenen Folge noch genauer an. Dazu kommen weitere deutliche Signale, vermehrtes Speicheln oder Sabbern, eine auffällige Teilnahmslosigkeit und ein sehr schnelles, angestrengtes Atmen. Auch das Zahnfleisch verändert sich und wird kräftig, fast dunkelrot. Du kannst das selbst kurz prüfen. Hebe vorsichtig die Lefze an und sieh dir das Zahnfleisch an. Ist es tiefrot, dunkel oder klebrig statt gesund rosa, ist das ein ernstes Warnzeichen. Achte außerdem auf ihre Atmung. Wird sie sehr schnell, flach und angestrengt, ist das ein weiteres deutliches Warnzeichen. Eine ruhige, gleichmäßige Atmung ist dagegen ein gutes Zeichen. Je mehr dieser Zeichen zusammenkommen, desto dringender ist dein Eingreifen. Ein einzelnes kann harmlos sein, mehrere zusammen an einem heißen Tag sind ein klares Signal. Die dritte Stufe ist der akute Notfall. Jetzt torkelt deine Katze, wirkt orientierungslos oder erbricht sich. Im schlimmsten Fall kommt es zu Krämpfen oder sie wird bewusstlos. Spätestens hier zählt wirklich jede Minute. Aber warte bitte nicht bis zu dieser Stufe. Je früher in der Kette du reagierst, desto größer ist die Chance, dass deine Katze es unbeschadet übersteht. Und noch etwas ist wichtig zu verstehen. Ein Hitzschlag muss nicht draußen in der Sonne passieren. Er entsteht genauso in der aufgeheizten Wohnung, im Auto oder in der Transportbox, also mitten in unserem Alltag. Ganz vorn steht dabei das Auto. In einem geparkten Wagen steigt die Temperatur in wenigen Minuten auf lebensgefährliche Werte. Lass deine Katze dort niemals zurück, auch nicht kurz und auch nicht im Schatten. Genauso gefährlich sind aufgeheizte, schlecht belüftete Räume. Ein Wintergarten, ein Dachzimmer oder eine Transportbox in der Sonne werden schnell zur Falle. Auch eine Katze, die sich in einem gekippten Fenster einklemmt, überhitzt dort zusätzlich. Und selbst die vertraute Wohnung kann zur Gefahr werden. Was am Morgen noch angenehm kühl war, heizt sich bis zum Mittag stark auf. Eine Katze, die stundenlang allein darin sitzt, hat dann kaum eine Möglichkeit auszuweichen. Und manche Katzen trifft es schneller als andere. Sehr junge und sehr alte Tiere, übergewichtige Katzen, Rassen mit platter Nase und Katzen mit dichtem, dunklem Fell sind besonders gefährdet. Welche Gruppen das genau sind, schauen wir uns in einer eigenen Folge an. Kurzer Hinweis: Wie du deine Katze im Alltag richtig abkühlst und einen Hitzschlag von vornherein vermeidest, habe ich in einem ausführlichen Video gezeigt. Du findest es am Ende und in der Beschreibung. Dort geht es um die Vorsorge, hier um den Ernstfall. Und jetzt zum wichtigsten Teil. Was tust du, wenn du einen Hitzschlag vermutest? Präg dir diese Schritte am besten jetzt ein, denn im Ernstfall bleibt keine Zeit zum Nachlesen. Wichtig vorweg, bleib so ruhig wie möglich. Panik kostet Zeit und deine Katze spürt deine Anspannung. Diese 5 Schritte geben dir einen klaren Plan für genau diesen Moment. Schritt 1. Bring deine Katze sofort aus der Hitze, an einen kühlen, schattigen und gut belüfteten Ort. Weg von der Sonne, weg aus dem heißen Raum, hin zu frischer, bewegter Luft. Jede Minute in der Hitze zählt. Der erste und wichtigste Schritt ist deshalb immer, die weitere Wärmezufuhr sofort zu stoppen. Alles andere kommt erst danach. Trag sie dabei ruhig und stütze ihren Körper gut. Eine überhitzte Katze ist geschwächt und manchmal auch schreckhaft. Sanfte, sichere Griffe verhindern, dass sie sich in Panik verletzt oder dir entwischt. Schritt 2. Beginne, sie vorsichtig zu kühlen. Verwende dafür lauwarmes Wasser, auf keinen Fall eiskaltes. Befeuchte damit die Pfoten, den Bauch, die Innenschenkel und die Ohren. Dieser Punkt ist so entscheidend, dass ich ihn betone. Eiskaltes Wasser oder gar ein Eisbad sind gefährlich. Die Kälte lässt die Blutgefäße schlagartig eng werden. Das kann einen Schock auslösen und die Lage verschlimmern. Ein Ventilator hilft zusätzlich. Die bewegte Luft lässt das Wasser auf dem Fell verdunsten und genau diese Verdunstung kühlt sanft und gleichmäßig.
Langsam und sanft ist hier immer besser als schnell und drastisch. Schritt 3. Und auch das übersehen viele: kühle nicht zu lange. Sobald deine Katze sich sichtbar erholt und ruhiger wird, hörst du mit dem aktiven Kühlen auf. Sonst kippt die Überhitzung in eine gefährliche Unterkühlung. Leg ihr dabei auch kein nasses Handtuch auf und lass es liegen. Ein durchnässtes Tuch auf dem Körper staut die Wärme eher, als sie abzugeben. Besser ist leichtes Betupfen, während die Luft frei zirkulieren kann. Schritt 4. Biete ihr frisches, kühles Wasser zum Trinken an. Wenn sie von selbst trinken möchte, ist das gut. Zwing sie aber niemals und flöße ihr nichts ein, denn im geschwächten Zustand kann sie sich leicht verschlucken. Wenn du ein Tierthermometer hast und dir das zutraust, kannst du vorsichtig die Temperatur messen. Alles über 40 Grad ist ein klarer Notfall. Hast du keins, verlier damit keine Zeit und handle einfach nach den sichtbaren Zeichen. Schritt 5 ist der wichtigste von allen. Ruf sofort den Tierarzt oder den tierärztlichen Notdienst an und fahr hin. Und zwar auch dann, wenn es deiner Katze schon wieder besser zu gehen scheint. Denn das ist die große Tücke des Hitzschlags. Die schwersten Schäden entstehen oft im Inneren, an den Organen und der Blutgerinnung. Und sie zeigen sich manchmal erst Stunden später. Nur der Tierarzt kann das sicher beurteilen. Selbst eine Katze, die sich vollständig erholt zu haben scheint, gehört an einem solchen Tag noch untersucht. Diese eine Fahrt kann die sein, die ihr das Leben rettet. Lieber einmal zu vorsichtig als einmal zu spät. Ruf am besten schon auf dem Weg an, damit die Praxis vorbereitet ist. Halte den Transport kühl und sorge für Luft. Vermeide dabei zusätzlichen Stress, kein hektisches Hantieren, keine laute Musik im Auto. Ein Tipp, der im Sommer Gold wert ist: Leg dir jetzt die Nummer deines Tierarztes und des nächsten Notdienstes griffbereit hin. Im Ernstfall musst du nicht erst suchen, sondern kannst sofort anrufen und losfahren. Auch nach einem überstandenen Hitzschlag ist deine Katze noch nicht sofort über den Berg. Beobachte sie in den nächsten Tagen genau, halte sie kühl und ruhig und geh jedem Zeichen von Schwäche nach. Fassen wir die größten Fehler kurz zusammen, damit du sie sicher vermeidest. Kein Eiswasser, kein Untertauchen, kein Einflößen von Wasser. Und niemals abwarten nach dem Motto: das wird schon wieder. Diese Fehler passieren fast immer in bester Absicht. Man will schnell und stark helfen, doch gerade das drastische Abkühlen schadet. Weniger ist hier oft mehr. Und damit kommen wir zum eigentlichen Kern. Bei einem Hitzschlag geht es nicht wirklich um eine Zahl auf einem Thermometer. Es geht darum, ob jemand rechtzeitig bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Denn deine Katze kann dir nicht sagen, dass ihr Kreislauf gerade kämpft. Sie verlässt sich vollständig darauf, dass du die leisen Zeichen liest, bevor sie zu lauten werden. Genau darin liegt deine wichtigste Aufgabe im Sommer. Und es gibt eine Wahrheit, die über allem steht. Der beste Hitzschlag ist der nie passiert. Vorsorge, Schatten, frisches Wasser und ein wacher Blick sind immer besser als die beste erste Hilfe. Fast jeder schwere Fall, den Tierärzte im Sommer sehen, wäre vermeidbar gewesen. Meist fehlte nur ein kühler Rückzugsort, frisches Wasser oder ein aufmerksamer Blick zur richtigen Zeit. Aber falls es doch passiert, bist du jetzt vorbereitet. Ruhe bewahren, die richtigen Schritte und schnell zum Tierarzt. Diese Kombination kann deiner Katze im Ernstfall das Leben retten. Wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann diese: Hecheln und ein tiefrotes Zahnfleisch sind ein Notfall, kein normales Sommerverhalten. Handle dann sofort, statt abzuwarten. Jetzt bin ich neugierig. Hattest du schon einmal einen Hitzeschreck mit deiner Katze? Oder wusstest du gar nicht, wie schnell ein Hitzschlag entstehen kann? Schreib es mir in die Kommentare, so helfen wir gemeinsam anderen Katzenhaltern. Und hier ist der eine Moment, in dem ich dich wirklich um etwas bitte. Wenn dir das geholfen hat, deine Katze im Ernstfall besser zu schützen, lass ein Like da. Das hilft dem Kanal ehrlich weiter. Und abonniere, wenn du jede Woche mehr über deine Katze erfahren willst. Wenn du jetzt direkt weitermachen willst, habe ich hier 2 Videos für dich. Links zeige ich dir, wie du deine Katze richtig abkühlst und einen Hitzschlag von vornherein vermeidest.
Das ist die perfekte Ergänzung zu diesem Video. Und rechts wartet das Video, das viele überrascht hat. Warum deine Katze dich anders sieht, als du glaubst. Es ist der Schlüssel, um sie wirklich zu verstehen. Klick auf eines der beiden. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video.